Kryptowährungen sinnvoll erschaffen zu können, braucht es einen Konsensmechanismus, welcher für Einigkeit unter den Nutzern sorgt. Jedoch ist das Minen von Kryptowährungen also im Prinzip das Proof of Work als Konsensmechanismus wegen der dafür benötigten Rechenleistung und dem einhergehenden Stromverbrauch regelmäßig in Kritik geraten. Falls ihr Näheres zum Thema Mining wissen wollt, schaut doch gerne unser Video dazu. Aber erstmal zurück zum heutigen Thema. Eine andere Form, Konsens zu schaffen, kann aber auch durch das Staking, also dem Proof of Stake, erreicht werden. Wie genau das möglich ist und welche Vor- und Nachteile das bietet, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Beim Staking handelt es sich, wie beim Mining auch, um einen Konsensmechanismus, welcher die Übereinstimmung zwischen einzelnen Datenwerten einer Blockchain gewährleistet. Es beruht auf dem Proof-of-Stake-Konsensverfahren, welches zur Validierung neuer Blöcke die bereits in der Blockchain bestehenden Blöcke bzw. Informationen nutzt. Nutzer bekommen hier die Möglichkeit, durch das Halten bestimmter Kryptowährungen Belohnungen zu erhalten. Zudem kommt das Staking, anders als beispielsweise das Minen von Bitcoins, so gut wie ohne zeit- und energieintensive Mechanismen aus. Denn anstelle der rechenleistungsintensiven Berechnungen eines Proof-of-Work-Verfahrens bekommen Teilnehmer bei Proof-of-Stake eine digitale Signatur zur Verfügung gestellt, mit der sich ihre Beteiligung am Protokoll überprüfen lässt. Wenn ein neuer Block validiert werden muss, wählt das Netzwerk zufällig einen dieser Nutzer aus, um mit Hilfe seiner Signatur die Informationen des Blockes zu verifizieren. Interessant ist auch, dass je nach Projekt die Anzahl der Tokens, die ein bestimmter Teilnehmer hält, auch die Zufallswahl des Netzwerkes unterschiedlich stark beeinflusst. Wenn dann ein Validator einen neuen Block verifiziert, erhält er, ähnlich wie beim Proof-of-Work-Verfahren, eine Prämie. So wird sichergestellt, dass es sich für Nutzer lohnt, am Netzwerk teilzunehmen. Denn nur durch das Halten oder auch das Staken ihrer Tokens bekommen sie die Möglichkeit, ausgewählt zu werden, um den nächsten Block zu validieren. Die bekanntesten Projekte, welche Staking anbieten, sind zurzeit unter anderem Cardano, Solana und Polkadot. Aber auch große Kryptowährungen wie Ethereum planen schon seit längerer Zeit einen Übergang von Proof of Work zu Proof of Stake. Im Grunde ist das Staking sowie das zugrunde liegende Proof of Stake-Prinzip also eine alternative Art, neue Blöcke einer Blockchain zu validieren. Anders als bei Proof of Work ist kein aktives Minen der Blöcke selbst notwendig, da sie bereits durch die in der Blockchain enthaltenen Informationen validiert werden können. Das hat positive Auswirkungen auf die verbrauchte Rechenleistung aller Teilnehmer und somit auch auf den gesamten Energieverbrauch des Netzwerkes. Außerdem erhalten Nutzer für das Bereitstellen ihrer Tokens oder Coins Belohnungen, welche sich im Laufe der Zeit zu einer attraktiven Rendite ansammeln könnten. Die Anzahl der gestakten Tokens oder Coins eines Teilnehmers führt jedoch auch zu einer gewichteten Zufallsauswahl des Netzwerkes und beeinflusst somit auch die Dezentralität des Gesamtsystems. Das Staking bietet, wie ihr nun wisst, eine interessante Alternative zu anderen Konsensmechanismen mit eigenen Vor- und Nachteilen. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema Staking gut verbildlichen und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert diesen Channel für mehr Videos dieser Art. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.